Ich grüße euch ganz herzlich. Heute arbeite ich auf einem etwas kleineren Format. Das Papier habe ich schon mit Binder grundiert und aufgeklebt. Ihr könnt aber auch direkt mit Gesso arbeiten. Das werde ich nämlich jetzt im nächsten Schritt tun. Ich nehme Gesso auf die Oberfläche, um sie zu strukturieren. Das ergibt eine nur sehr leichte Struktur. Das ist für mein Vorhaben genau richtig. Das Gesso verteile ich über das ganze Blatt. Hier seht ihr das ganz schnell. Und ich mache auch ein paar Strukturen hinein. Das seht ihr jetzt hier auf diesem Gegenlicht. Im Gegenlicht seht ihr die Strukturen. Und um weitere Strukturen hinzuzufügen, habe ich mir jetzt einen Zahnstocher genommen. Mit dem ziehe ich noch lineare Strukturen ein. Das kann man leider jetzt auf dem Bild nicht so gut sehen, weil alles weiß in weiß ist. Aber gleich werde ich das Ganze sichtbar machen. Das muss natürlich erst einmal gründlich getrocknet werden, bevor es weitergeht. Für die erste Schicht habe ich mir ein Sienna gebrannt. Das Schwarz werde ich nicht brauchen, aber ein Kobaltblau ausgesucht. Aus dem Blau und dem Sienna mische ich meine erste Farbe. Zum besseren Verteilen nehme ich etwas Wasser hinzu. Später werde ich auch diesen etwas weichen Pinsel austauschen gegen einen etwas härteren. Dann lässt sich die Farbe gut in die Strukturen einarbeiten. Die Oberfläche trockne ich nur leicht an, sodass sie berührungstrocken ist, denn danach werde ich sie wieder teilweise freilegen. Dazu brauche ich ein feuchtes Tuch. Ich nehme hier ein Babytuch. Das kann ich auch immer wieder auswaschen und dann neu verwenden. Und man muss schon ein bisschen arbeiten, um die Strukturen dann sichtbar zu machen. Man braucht etwas Geduld und man weicht die Schicht erst ein wenig auf, dann wird es immer heller. Hier seht ihr nochmal meine eingeritzten und gespachtelten Strukturen. Das Ganze ist für mich jetzt eigentlich noch ein bisschen zu dunkel. Ich lasse es noch mal trocknen und werde es später noch etwas aufhellen. Dazu nehme ich einen flachen Pinsel, den ich anfeuchte und mit etwas Weiß dann einfärbe, und diesen ziehe ich erst einmal flach über die Oberfläche, um die weiße Farbe nicht zu sehr in die Strukturen wieder hineinzuarbeiten, sonst würde ich sie
ja unsichtbar machen. Das Ganze soll einfach etwas heller werden. Mal sehen, ob es klappt. Jetzt habe ich mich entschlossen, die durch das Kratzen entstandenen Felder mit einer transparenten Farbe jeweils auszufüllen. Und ich bin nicht ganz sicher, ob ich die richtigen Farben habe. Ich beginne mal mit einem sehr hellen Zitronengelb und das trage ich sehr dünn auf. Dann noch weitere Farben, wie zum Beispiel Sienna gebrannt, ein Kobaltblau, ein Ultramarinblau und Mischungen daraus. Bereits an diesem Punkt habe ich schon leichte Zweifel, ob das, was ich jetzt hier vorhabe, tatsächlich für mich gut ist. Ich probiere noch ein paar kleine Änderungen. Letztendlich aber entscheide ich mich mit dem feuchten Tuch einfach möglichst viel von dem, was jetzt gemalt wurde, wieder zu entfernen. Dazu nehme ich einfach ein bisschen mehr Wasser und versuche die Fläche wieder aufzuhellen. Dabei bemerke ich, dass durch das Streichen der Farbe der übrige Hintergrund sich in einem schönen gelblichen Farbton einfärbt. Und das finde ich so spannend, dass ich schlussendlich mir überlege, den ganzen Hintergrund, das ganze Bild zunächst einmal mit einem Ockergelb leicht einzufärben. Das seht ihr hier. Ihr werdet sagen, das sieht doch noch nichts aus. Und genau das habe ich auch gedacht, als ich das gemalt habe. Trotzdem habe ich überlegt und mich entschlossen, einfach weiterzumachen. Dann habe ich mich auf die Strukturen besonnen, die im Hintergrund sind. Und die Idee kam, diese Strukturen weiter zu betonen. Dazu habe ich zunächst nochmal 2 Kreise eingezeichnet und innerhalb des innersten Kreises möchte ich jetzt die Strukturen betonen durch die Negativmalerei. Ich mische mir einen dunklen Farbton und male die Flächen zwischen den Strukturen damit aus.
Damit ihr das noch besser sehen könnt, was ich da mache, jetzt einmal aus der Nähe. Mein Augenmerk bei der Ausarbeitung liegt hier nicht nur auf den Farben, sondern vor allem auch auf den Kontrasten. Hier seht ihr meinen Zwischenstand und nun arbeite ich mehr in den Hintergrund. Und das habe ich jetzt mit einem Indigo versucht. Mal sehen, ob das dunkel genug ist. Der Farbton hat mir nicht gefallen. Ich gebe darüber noch ein Ultramarin mit einem breiten Flachpinsel. Die Farbe ist relativ feucht und das ist wichtig für das, was ich anschließend damit mache.
Mit einem Q-Tip nehme ich wieder Farbe weg und erzeuge so ein Muster. Dazu muss ich schnell arbeiten, damit die Farbe nicht trocknet. Auch hier geht es wieder um das Austarieren der Kontrast und deswegen habe ich mich hier unten für eine dunkle Farbe, für eine schwarze Übermalung entschieden. Und an diesem Beispiel seht ihr ganz deutlich, was es ausmacht, wenn man die Kontraste erhöht, in diesem Fall das Schwarz oder den dunklen Ton im Innern des Kreises vertieft. Dadurch
erreicht man eine wesentlich größere Tiefe des ganzen Bildes. Oft sind es nur kleine Nuancen, die ziemlich viel ausmachen. Letztendlich habe ich das Querformat für mein Bild gewählt. Das hat so eine wesentlich bessere Spannung und auch Komposition. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.